und herzlich willkommen zum zweiten angespielten Part von Crimson Shroud am Sonntag. Am Ostersonntag, um genau zu sein. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostereier gesucht oder Schokohasen oder was weiß ich, oder habt einfach sowas zu Ostern bekommen. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Gut, es geht weiter. Bisher weiß ich noch nicht, ich kann noch nicht genau sagen. Also nach einer halben Stunde kann man beim Spiel immer schlecht einschätzen, finde ich. Good work. You've defeated the goblins and gotten your team out of a pinch. Gucken, wie viel Story wieder kommt. Das Spiel ist ja sehr storylastig. I don't like surprising Yauk, Ray says. Ist immer schwierig einzuschätzen, wer jetzt spricht. What do you like, she dog? You think wisely holding your tongue. Not his fault, Lippy says, coming to your rescue. It's not like any of us could have foreseen an ambush at the gate, he lies. If keen-eyed Lippy had been in the lead, the guide would never have ended up a human pincushion. Glaube ich Nadelkissen? No matter which way you look at it, this is your fault. From the very moment you decided to go to the Sinner's Gulch, the dice were cast. Right or no, you were heading for trouble. Ich finde es interessant, dass das immer solche Figuren sind. You coming? You look up, realizing that Frey and Lippy are already several paces ahead. A bit late for regrets, no? Or were you planning on holding a little one-man ceremony for our guide? Lippy raises an eyebrow at Frey. Tear as many holes in your fearless leader as you like, but can we walk while we talk? Not much time till nightfall, and who knows what's ahead. Pick up the pace, Gyauk. Wahrscheinlich wieder komplett anders ausgesprochene Namen, aber keinem das ein Schimmer. Lippy's right. Danger lies ahead in the sun-gilt palace of the Rahab, and you've come too far to die here. You proceed with caution. Ich hoffe übrigens, mein Englisch, was ich spreche, ist nicht zu schlecht. God, let's try moving around using the map. Move the marker to the area you'd like to go and press the A button, or simply double tap it with the stylus. Areas you've already visited will be highlighted in blue. Ich glaube, bisher haben wir noch nichts, oder? Moving out to an area can trigger events and battles, so you might want to save before going anywhere. In fact, you can only save when you're looking at the map. That means no saving during an event or a battle. Also be warned that while you're moving across the map, you will slowly lose MP accumulate during battle. Ich verliere MP, das habe ich verstanden, aber weiter nicht. Ich möchte bitte... Weiter? Da, Save. Das Speichern ging echt schnell. Aber eigentlich wären das ja die Gebiete, wo ich schon war, oder... Nein, das ist blau, stimmt. Außenrum darf ich nicht gehen. Gehen wir erstmal in den Garten. Aloras Garten. The chasers are finders of lost things and people. Mostly people, but a chaser isn't picky as long as he's paid. Lost lovers, debtors who ran in the night, stolen boys and girls, escaped murderers. Marks come in all flavors, but few like this. You followed a thin thread of rumor from land to land, until your feet led you here, this place. The sun-gilt palace of the Rahab. It is said the king built this palace for his queen, though that was more than 1,000 years ago. Relief done in sparkling blue lapis lazuli,
dawn its perfectly hewn limestone walls, when the slanting rays of the evening sun struck the palace, it glowed with the brilliance of gold. Now its vaulted ceilings have crumbled, its pillars failed, and its walls fallen under their own weight. It is a ruin, and experience tells you that ruins house worse than just goblins. Malora's garden. No goblins here. Not close, at any rate. If Lippy says it, it's so. Lippy's right eye is one of the gifts, a false eye to replace one he lost. With it he sees sense, where others see light. Also er sieht Sinne? Nein, Sense sind doch sind eigentlich Sinne, oder nicht? Handy for sniffing out enemies. You sure you don't smell anything odd? Also nicht Sinne, sondern Gerüche. Kann Gerüche sehen? Ray asks. Unusual for her to sound so uneasy, but understandable with one death already today. Not counting goblins. Nothing, Lippy replies with an was? Ich kann dieses Wort nicht sprechen. Exaggerated wave of his hands. Bestimmte Wörter kann ich nicht aussprechen. Den Rest hoffe ich einfach, dass es so angenehm ist, wie ich es ausspreche. Well, nothing's good, Frey says. Then nothing's your cut of the reward. Watch it, Frey says with a glare at you. Said nothing, you protest. You thought it. Sometimes you wonder if she's worth this trouble. In fact, on the very day you met 3 years ago. Trace at the east, Lippy announces, breaking your reverie. Looks like a cul-de-sac. Thus, cul-de-sac, great place to get ambushed. Sure enough, but the entrance is narrow. If it comes to fighting, you can use that to your advantage. The chaser's motto is to leave no stone unturned, no trap unsprung. You press on, a very eye to your surroundings. There's no such thing as character level, Crimson Shroud. Each character's basic stats will stay the same throughout the game. Das heißt, ihr Leben und alles bleibt immer gleich? Oh mein Gott. In order to improve your party, you must find and equip better weapons, armor and gear. Also kann ich mit Hilfe von Rüstung und sowas alles ihre Werte nur erhöhen? Interessant! Monsters have been known to drop some of these things when defeated in battle. Also you might find some in treasure chests throughout the game. Good luck! Schön. One thing to note when equipping. Magic is bound to gear, not your characters. This means that by changing your equipment you could potentially lose the ability to cast a spell. Previously wield it with impunity. You have been warned. Das ist ja schön, dass die Magie nicht auf den Charakter gebunden ist. Das heißt, ich sollte aber mal kurz gucken, ob ich was da Gear. Der Angriff geht erstaunlich hoch. Ein anderer Wert geht runter. Wie viele Sachen stehen denn da, bitteschön? Heftig. Und es gibt schon mal Gewicht. Habe ich nichts anderes? Auch nicht. Auch nicht. Und Ringe hatten wir einen. Wird Verteidigung.
Und ein paar andere Dinge. Und das Gewicht erhöht sich natürlich, weil er was anderes trägt, aber rüsten wir das noch aus. Links kann ich nicht. Ich würde mal sagen, Warnans Ablutory? Mal da mal hin. Warnans Ablutory. Ja, die MP sind wirklich inzwischen weg. Trace here faces water. Man-made pool for bathing. By the look. The clear water indicates that whatever source feeds this pool still flows. Walk down the steps and cup a handful of water, letting some drip past your lips. Safe to drink, even. Das ist wirklich viel Story. What you see next makes you spit the water out on the flagstones. Bleached bones lie at the bottom of the pool. Now we know where the goblins throw their leftovers, slippy dead pants. The bones lie in a jumble, large and small, all clean and white. Look close, and you can see notches left by blade and tooth. You hope the bones are animal, at least. Well, if this is where the goblins have been feasting, then there must be treasure, you say, finishing Lippy thought. You may have won. Ich hab noch einen Bogen gehabt. Hätte ich auch noch mal gucken können, stimmt. Fällt mir jetzt gerade nur so spontan ein. Dein Bogen, gerade sehe. You may have wandered in the past, when stumbling across treasure in the corner of some dark labyrinth, glittering as if to say, take me, who left it there, and why? Here in the palace you at least know the answer. Goblins are fond of gathering spoils and loath to leave the trinkets far from each. Indeed, when you examine the surroundings, you find a chest. Natürlich öffnen wir sie. Lucky for you, the chest is unlocked. And untrapped, it seems. Aero-Stuff. Wir haben für Faye einen neuen Stab gefunden. Gleich 2 Stäbe. Und neue Ringe. Und irgendwelche Beeren. Not the most impressive haul, but useful all the same. Taking from goblins raised rather lightly in your concerns. After all, it could have been your bones in that pool. Ich darf wieder. Kann ich ja noch mal kurz gucken, dass ich zum Beispiel bei ihm gucken will, was der andere Bogen macht. Mit dem Angriff ist ansonsten von den Werten teils schlechter, kann aber schon mal Schlaf auslösen. Rüsten wir bei ihm einfach mal einen anderen Bogen aus. Interessant finde. Und rüsten noch einen Power Ring aus. Der ein Protection Ring. Der Heavy, irgendwas. Da hat irgendwas mit Wind und mit Schlaf. Aerosol und Wither. Hat sie Solid und Rose. Thunder und Begal. Eigentlich ist der ja ein bisschen besser, weil sie Solid da hat. Was ja der Verteidigungsspruch war. Eigentlich wäre der ja immer noch ein Tick besser. Ich nehme trotzdem meine Thunder. Ich möchte einfach nur rumprobieren. Gut, dann haben wir ja noch Second Gate. Und wenn da nichts angreift, weiß ich auch nicht. Bisher haben wir nur Story gehabt. You stand before impressive doors, constructed in the ancient Jingil style. Intricate glyphs adorn the iron panels, which are crossed by the traditional wooden supports. The worn, the doors stand with dignity befitting a palace. Doors to the east and west stand open, but the northern door is firmly shut.
There's no sign of a lock, be it metal or magic. You decide that the door has been blocked from the other side, perhaps a collapsed tailing or fallen pillar. Quiet. Lippy's warning comes soft but clear. With a practiced grip, you free your sword from its sheath. Lippy raises 3 fingers, points them toward the eastern doorway, and back at itself before giving them a gentle shake. 3 enemies, and they haven't noticed us. Ray fixes you with a look. Well? Lippy signals again. It's goblins. No easy target, but you have the advantage of surprise. Let's do it, you signal back. Time to mount a surprise attack. There are several varieties of battle in the game. Be they encounters, where both sides start on even footing, or surprise attacks. One side has the starting advantage. In a surprise attack, you roll the dice at the beginning of battle to determine the number of extra turns your party receives. So darf ich gleich wieder die Würfel rumwerfen. Surprise Attack. Catch the enemy. Wieder solche Pyramidenwürfel mit 4 Seiten. Und komischen ich habe keine Ahnung schon mal, wie diese Würfel funktionieren. Wie funktionieren die? Ich kenne diese Würfel nicht. Wie habe ich jetzt da insgesamt eine 4 rausbekommen? Enemy cannot act for 4 turns. Battle begin. Okay. Er fängt an. Skill kann er nicht. Lass du mal den ersten Goblin an. 20 Schaden. Du kannst höchsten Skill einsetzen, was zurzeit aber nicht geht. Du kannst einmal meditieren, Frey. Oder Freya. Was auch immer. Und... war nicht losgelassen eigentlich. Ist jetzt gut oder 37? War bisher das höchste. Dürfte also gar nicht so schlecht gewesen sein. Kann ich Magic. Spiel hier... Ne, Protect war das, stimmt. Oh, Weapon Damage. Thunderbolt. Single one. Grants enhanced avoiding to a single. Fangen wir den zweiten Mal damit an. 64. Oh. Den geht noch, hä? Das waren 4 Züge, weil ich zweimal was auswählen durfte? Nicht ganz verstanden, wie die Reihenfolge funktioniert. What about dice bonuses? When circumstances permit, you can add dice to damage, healing, and hit rolls to improve your score. In order to use the dice bonus, first select target, then before confirming the action, press the X button or use the stylus to select the dice at the bottom of the touchscreen. The numbers rolled on additional dice will be added to your damage or healing roll. If you are using a dice bonus to improve accuracy, not only will your chance to hit improve, but you can use the added dice to roll for the success or failure of your attack. Note that additional dice can be obtained by executing combos, among other means. For now, I spot you some additional dice for free, so you can try out dice bonuses for yourself. Don't say I never gave you anything. Ich möchte ja mein... Das da möchte ich bitte.
den da? Hä? Ich hab jetzt gar nichts gemacht, oder? Nö. Wie nichts. Ich hab's nicht verstanden. Unten steht auch, wie gut ich treffe. Jetzt? Hä? Ich krieg's nicht hin, diese Bonuswürfel einzusetzen. Ippi ist wieder dran. Und ich möchte den... Hä? Ich krieg's nicht hin, Bonuswürfel einzusetzen. Warum krieg ich das nicht hin? Irgendwie habe ich eine Sache schon mal verpasst zu lesen. Meditieren nochmal. Dann würfeln wir einfach nochmal und Wurf. Und eine 18, das ist gar nicht mal so schlecht. Eine 43. Ich finde das ganze Spielprinzip bisher sehr, sehr merkwürdig. Aber irgendwie finde ich es auch interessant, muss ich zugeben. Ich möchte bitte dich angreifen. So, ich kann das da einsetzen. Nein, möchte ich eigentlich gerade nicht. Was? Ja, darf ich jetzt... Ich hab's endlich hingekriegt anzugreifen. Ich habe eine 20 dazu bekommen. Ich glaube, das ist relativ gut. Ich habe noch kein... Das Spiel ist voll verwirrend. 88 Schaden. A word about combos. When using elemental magic or skills in battle, it is possible to form a combo chain using abilities with different elements. There are 8 elements: air, earth, lightning, water, fire, ice, light and dark. Combos are formed using any element. Neutral damage cannot be used in combos. After using an element once, using it a second time and the same chain will break the chain. After using an element once, using it a second time and the same chain will break the chain. Solltest also nicht nochmal das gleiche Element einsetzen. Using neutral magic or skills, playing an element directly after its trump will also break the chain. Note that each element is associated with one trump in the following fashion: air trumps earth, trumps lightning, trumps water, trumps fire, trumps ice, trumps air. Kann ich mir jetzt so nicht merken. Also light trumps dark, which also trumps light, meaning the two cannot be chained in either order. A combo chain can have as many as 6 links, additional damage and other bonuses after the second link. You can also get additional dice after the second link. Note that weapon attacks and item used to do not count forward forming a combo chain. Also your enemy's actions can contribute to or break an ongoing chain. Mein Gott. Wer kann das trotzdem einsetzen? Ich glaube, das bringt gerade nichts, oder? 70 Schaden. Aber keine Combo, die ich jetzt irgendwie gemacht habe. Und es nicht vom Prinzip, so wie ich es bisher verstanden habe. Ich will eigentlich nur noch diesen Kampf hier beenden. Der jetzt auch vorbei ist. You were victorious! Mein Log war eigentlich relativ uninteressant. Oh mein Gott!
You have 433 barter points. You can swap dice for additional barter points after battle. You can receive barter points equal to the number of sides on the swapped die or dice. After selecting swap dice, you choose the dice you wish to swap for barter points. You can return selected dice to your inventory at any time before choosing confirm. After confirming you cannot retrieve your dice, you swap dice with care. Das heilt Vergiftung. Wir haben relativ viel bekommen sogar. Angel's Wing. Reveal Spellbook. Eine Krone. Eine Rüstung. Healing Ring. Engel Dark from the Dead. Mal wieder jemanden wiederbeleben. Kann ich eigentlich alles mitnehmen? Ich glaube nicht. Battle Knife hätte ich gern noch. Mana Leaf. Igor Leaf. Oh doch. Gerade so können wir alles mitnehmen. Ich muss sagen, bis ich nichts mehr speichern kann, machen wir jetzt noch. Ja. Congratulations. You've won another battle. Yet stronger foes surely lie in wait ahead. So best prepared for more fighting. Remember, to the very goes to quarry. You can review event and battle tutorials by returning to the first gate. Additional tutorials become available as the game progresses, so if you're unsure about a given treasure, it doesn't hurt to check back. Irgendwo finde ich das Spiel interessant. Ach, wir können jetzt speichern. Okay, dann würde ich sagen, Speicher. Ich muss sagen, das Spiel ist komplexer, als ich gedacht hätte. Ich finde es irgendwo interessant. Wir haben zwei Wege, die wir gehen können. Zwei Räume, die wir betreten können. Entweder das oder das. Also bisher ist es sehr viel Story. Und kampftechnisch auch sehr viel mit Würfeln und man muss gucken und Kombos und... Es ist sehr komplex. Wenn ich persönlich zumindest, habe ich gerade das Gefühl. Vielleicht ist das gar nicht so, aber... Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, euch hat der zweite Part hiervon gefallen. Wie gestern auch schon erwähnt, wenn euch das gefallen sollte, lasst einen Kommentar da. Schreibt mir allgemein, wie fandet ihr dieses Spiel? Ich finde es irgendwo interessant. Und wahrscheinlich ansonsten privat noch weiter angucken. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde gucken, ob ich es hinbekomme, das aufzunehmen. Ja, so eine Sache. Und ansonsten sehen wir uns entweder nächste Woche zu einem neuen Spiel. Dann werden wir Attack of the Friday Monsters uns angucken. Oder zu einem anderen Projekt. Zurzeit läuft auf jeden Fall Pokémon X. Und bei Emblem Awakening sind noch ein paar Support-Gespräche vorhanden. Danke fürs Zusehen und ciao.